Sieht gemütlich aus. Es sieht vor allem klein aus. Wo soll ich da mein 5. Badezimmer unterbringen? Das mit der Sauna und dem Whirlpool. Iro, nein, dieses Haus ist unter meiner Würde als Phönixkönig. Lass uns die Koffer reinbringen. Oder wir schauen es uns erstmal an. So typisch, dass Ursula ausgerechnet heute wieder zu spät kommt. Das war noch nicht alles, mein Lieber. Ich kann nicht noch mehr Koffer tragen, mein kleiner Finger ist verletzt. Du bist eindeutig nicht verletzt. Hol endlich die Koffer. Ich bin der Phönixkönig, du kannst mir gar nichts befehlen. Onkel, Gönn einem alten Mann etwas Ruhe. soll ich alle Koffer alleine tragen? Du weißt doch, harte körperliche Arbeit macht dich zu einem besseren Feuerlord. Für ein Hähnchencurry benötigt ihr 400 Gramm Langkornreis. Dabei ist die Sorte relativ viel. Dann als nächstes braucht ihr 600 Gramm Hähnchenfilets. Dann des Weiteren noch ein Bund Lauchzwiebeln. Was ihr auch noch braucht, ist eine mittelgroße Zwiebel. Das erinnert mich an die Belagerung von einer Stadt. Wie hieß sie doch gleich? Naja, auf jeden Fall kämpften wir 3 Monate lang vor den Toren, ohne jemals einen Weg hineinzufinden. So lange schon war diese Stadt von jeglichem Nachschub abgeschnitten, dass ihnen eine für ihre Bomben notwendige chemische Zutat ausgegangen war. Sie kamen auf die Idee, Schwarzpulver in Zwiebeln zu füllen, die eben diese Zutat enthielten. Sie füllten ihre Katapulte mit den Zwiebelbomben und ließen Röstzwiebeln über die Armeen der Feuernation niederregnen. All unsere Soldaten waren hungrig und demotiviert. Waren es nicht letztes Mal noch Orangenbomben, sodass alles nach Duftkerzen roch? Und eure Soldaten waren so motiviert, dass sie die Festung mit Leichtigkeit einnehmen konnten? Schneid einfach die Zwiebeln. Okay. Ach ja, genau. Als nächstes braucht ihr einen Esslöffel Öl. Zum Würzen braucht ihr natürlich noch Pfeffer. Nach Belieben versteht sich. 1 bis 2 Esslöffel Currypulver. 200 Milliliter Gemüsebrühe, die ihr natürlich erst noch anrühren müsst. Einen halben Esslöffel Speisestärke für die Festigkeit. 150 Gramm Vollmilchjoghurt. Joghurt verschimmelt relativ schnell. Jeden Tag führt uns der Joghurt damit unsere eigene Vergänglichkeit vor Augen. Das Leben ist kurz, Zuko. Genieße es. Okay. Wo war ich? Ach ja, genau. Außerdem brauchen wir noch ein kleines bisschen Samai Oleg. Aber nicht zu viel davon. Wir wollen ja nicht, dass hier jemand Feuer spuckt. Ja. Dann brauchen wir noch 50 Gramm ungesalzene Erdnüsse. Und zu guter Letzt gemahlenen Ingwer und Koriander. Und Koriander reinigt den Körper auf natürliche Weise von Giften und Schwermetallen und ist sehr wirksam gegen Blutarmut. Ingwer eignet sich außerdem hervorragend zur Behandlung von Halsschmerzen.
Die Säuren im Koriander hingegen senken den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel. Außerdem werden wolltest du nicht eigentlich kochen? Für diese Show sind wir extra nach Basingse gezogen. Eine wunderschöne Stadt. Uns wurde allerdings nahegelegt, das Bending zu unterlassen. Das Ganze war als Rehabilitationsprogramm für meinen streitsüchtigen Bruder und meine Nichte gedacht. Aber dann dachte ich mir, wir haben schon so lange nichts mehr gemeinsam als Familie unternommen. Also habe ich Suko und mich einfach freiwillig gemeldet. Jetzt sind wir also hier. Dieses Haus hat nur ein einziges Badezimmer. Wie kann man denn so leben? Guten Tag, verehrte Zuschauer. Ich bin heute hier eingezogen und das hier ist mein neues Schlafzimmer. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Roomtour durch das neue Haus. Jetzt, da ich meinen Thron an meinen nutzlosen Sohn abgeben musste, besteht mein neuer Plan darin, als Phönixkönig aus der Asche aufzusteigen, indem ich mit meinen Vlogs das Internet erobere. Gerade in schweren Zeiten wie diesen muss ich doch zu meinem Volk sprechen. Und was könnte interessanter sein als mein Leben? Deshalb liked dieses Video und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Diesmal sind die Zwiebeln wohl auf meiner Seite. Wollt ihr probieren? Oder? Nein. Und das hier ist das neue Speisezimmer. Weshalb stehen alle deine Koffer in meinem Zimmer? Dein Zimmer? Meinst du vielleicht mein neues Ankleidezimmer? Ein Kleidezimmer und wo soll ich dann schlafen? Schlaf doch auf der Couch, du bist doch noch jung. In 10 Minuten sind die Koffer raus aus meinem Zimmer. Da ich ja momentan mit dieser Show hier beschäftigt sein werde, suche ich dringend nach einer Vertretung für meine Position als Feuerlord. Sokka hat sich sofort freiwillig gemeldet, allerdings zweifle ich ein wenig an seiner Intention, weiß nicht, was er mit der Feuernation machen würde. Ich habe zuerst an Ahn gedacht, andererseits ist er erst 12. Ich meine, er ist ein guter Avatar und ziemlich weise für sein Alter. Andererseits weiß ich nicht, ob man jemandem seine Nation anvertrauen sollte, dessen erster Gedanke es ist, eine Vulkankröte reiten zu wollen. Momentan ist Katara meine Vertretung. Ich denke, das ist eine ganz gute Wahl gewesen. Zu diesem Gericht passt wunderbar mild gerösteter Oolong-Tee. Weshalb ist der Tee in einer Weinflasche? Dieser Tee wird auch Phoenix Dankon genannt. Er stammt aus den Oolong-Gärten des Erdkönigreichs und wird aufgrund seiner blumigen Note weithin geschätzt. Wo hast du eigentlich deine Schwester gelassen, Suko? Ja, Sola ist noch bei ihrem Freund. Er ist nicht freiwillig ihr Freund, sie hat ihn entführt und hält ihn hier zum Keller gefangen. Ah, ja, okay. Was soll das heißen, du willst nicht mit mir ausgehen? Ich habe dich angelächelt und sogar über deine Witze gelacht, obwohl sie nicht einmal lustig waren. Danke, Onkel, das Essen ist sehr gut geworden. Das ist Hähnchen, das ist Fleisch für Bauern und nicht für Herrscher. Dann passt es ja, du bist nämlich kein Herrscher mehr. Na, wollen wir nicht erstmal unser erstes Essen im neuen Haus genießen? Was weißt du schon? Meine Abonnenten und Follower werden mir helfen, mich zum neuen Herrscher aufzuschwingen. Das hat ja schon beim ersten Mal so gut geklappt. Wie redest du denn mit mir, du freches Spike? Du hast doch keine Ahnung, was es bedeutet, Feuerlord zu sein. Im Gegensatz zu dir bin ich aber der rechtmäßige Feuerlord. Ich sollte deinem Dasein als Feuerlord hier und jetzt ein Ende bereiten. Versuch's doch, du hast doch nicht mal mehr deine Fähigkeiten. Bitte beruhigt euch. Halt dich da raus! Ups. Entschuldigung, Onkel. Ich denke, Azula wollte wahrscheinlich eh nichts essen. Und so macht man Hähnchencurry mit Reis.
flambiertes Hähnchen-Curry mit Reis. Viel Spaß beim selberkochen. Denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und mir auf Instagram zu folgen. Ich verbrenne euch, wenn ihr es nicht tut. Seht euch meinen Sohn an!